Oh, so. Ich glaube, es hat geklappt, oder? Sind wir jetzt da? Hallo? Hi. Könnt ihr mich hören? Sagt doch mal was. Schreibt doch mal so einen Kommentar in die YouTube-Kommentarspalte. Ich würde gern sehen. Ah, sehr schön. Ich glaube, wir sind verbunden jetzt. Na, hallo. Okay, hallo liebe Besucher. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich vorstelle. Ich bin Daniel. Ich arbeite hier im Lebensarchiv. Das Lebensarchiv, ja, wie soll ich sagen, sammelt und speichert sehr viel Energie, diese Lebensenergie. Wir sind heute hier aus einem bestimmten Grund, weil wir sind auf der Suche nach etwas Besonderem. Und wir haben es gefunden hier heute auf dem Mediencampus Dieburg, Hochschule Darmstadt. Ach, sag bloß. Hier waren wir wohl noch nie. So, wisst ihr, im Lebensarchiv sammeln und bewahren wir Erinnerungen und Gefühle schon seit es die Zeit selber gibt. Und naja, ich würde sagen, es gibt hier nichts, was wir nicht schon gesehen oder gesammelt hätten. Ihr kennt uns nicht? Das ist verständlich. Ich meine, dies hier ist ein Raum außerhalb von Zeit. Und wie soll ich sagen, früher gab es hier mehrere Verbindungen in die Realität, aber seitdem irgendwie, ja, irgendwas nicht mehr so ganz... Was ist das? Was ist das? Hallo? Was passiert? Oh nein. Oh Gott. Ey, ich muss das runterfahren. Runterfahren? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Was ist hier los? Okay. Okay, ich glaube, es funktioniert wieder. Ja, was soll ich sagen? Also, ich glaube, ich habe es schon wieder vermasselt. Ich war ein bisschen zu schnell. Wisst ihr, irgendwann haben die Menschen die Verbindung zu ihren Gefühlen verloren. Und naja, wir sind ein Lebensarchiv und wir sammeln Lebensenergie. Und was sollen wir denn sammeln, wenn es diese Gefühle nicht mehr so wirklich gibt? Das hat uns hier die Arbeit ein bisschen schwer gemacht, weil Gefühle sind der Schlüssel, um sich lebendig zu fühlen. Ja, ich glaube, ich komme nicht weiter. Wo ist nochmal die Technikerin? Miriam, bist du da? Was denn? Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Kannst du mal herkommen? Hi. Was ist denn los? Ja, also ich habe es eventuell wieder ein bisschen zu schnell angegangen. Eventuell ist der Reaktor ein bisschen im Eimer. Ach, das ist also wegen dir. Nein, ich wollte nur ein bisschen YouTube streamen. Ich habe das auch gesehen mit dem Reaktor. Die Energie ist sehr schwach geworden. Ah. Und wir haben jetzt ein kleines Problemchen.
Wir müssen den Reaktor wieder aktivieren, dass wir das Archiv zusammenhalten können. Und das sind 2 Schritte. Okay. Einerseits läuft der Reaktor über zwischenmenschliche Erfahrungen und Gefühle und Erinnerungen. Ja, klar. Das heißt, wir müssen diese Energie wieder bündeln und zusammenbringen. Und wenn wir das dann haben, dann starten wir das System neu. Könnten wir das nicht hier so über diese YouTube-Kommentare machen? Ja. So, also wenn ihr ganz viel über eure Gefühle schreibt und Gefühle teilt, dann könnten wir vielleicht diese Energieleiste, ihr seht, die ist komplett klein gerade, aber je mehr ihr schreibt, desto mehr sammelt sich die Energie auch zusammen. Ja. Also das könnte unsere Chance sein, den Reaktor wieder neu zu starten. Perfekt. Oh, wunderbar. Okay, dann gehen wir es an, oder? Das Ja, ist unsere Mission. dann haben wir einen Auftrag. Nice. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Wisst ihr, diese Regale hier, diese Sammlung von Kassetten und Büchern, ist eine ganz besondere Sammlung. Ich würde sagen, es ist ein Best of all times. Guck mal, diese Kassette hier, das ist eine meiner Lieblinge. Es ist ein wirkliches Meisterwerk, gemacht von unseren wunderbaren Künstlern, den Expanded Media Masters. Und es geht um den Körper, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist wirklich gut gemacht und es ist ein wunderbarer Einstieg für eine Mission, wie wir sie haben. Ich würde es einfach mal abspielen. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Start! Wow. Richtig schön, oder? Ja, finde ich auch. Ich fand's krass, wie sie da so gescannt hat mit diesen Farben. Ja, krass, dass man das hier gerade live am Mediencampus auch sehen kann. Ja, total. Wenn man Das ist richtig vorbeikommt. cool. Es gibt so vieles hier. Ja, ich fand dieses Energie-Ding sehr cool. Was haltet ihr denn davon? Wie fandet ihr das? Wollt ihr euch auch ein bisschen eure Gefühle teilen? Das ist krass. Also, da haben ja Leute wirklich Ewigkeiten dran gearbeitet. So irgendwie ein halbes Jahr, ein ganzes Semester im Endeffekt so. Und Das ist schon cool, wenn man das so kann. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie das geht. nee, ich auch nicht. Aber dafür sind ja unsere Künstler auch da im Ja, Endeffekt. das stimmt, das stimmt. Naja. Ich frage mich, welche Farben bei mir kommen würde, wenn ich da so rumscanne. Was bedeutet Snens? Was ist das für ein Gefühl? Snens. Snens. Krass verwirrt, der Vincent. Verstehe ich nicht ganz. Also ich fand das richtig crazy. Also bei mir hat das viel ausgelöst. Aber es ist auf jeden Fall super, dass wir diese Verbindung gerade haben, weil je mehr wir diese Verbindung sammeln, desto mehr kann sich unsere Energieleiste auch füllen. Ja, total. Das guck mal. bewegt sich auch manchmal. Ich glaube, die ist ein bisschen glitchy. Vielleicht sollte sie... ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Archiv momentan so instabil ist. Ah, so. Ja, okay, verstehe. Na, dann müssen wir immer weiter Kommentare fleißig austauschen.
So, je länger wir sammeln, desto stabiler wird das. Und vielleicht finden wir auch raus, was nächst dann heißt. Mal gucken. Ey, sag mal, siehst du das da vorne? Ja. Ist das... Was ist das? Das ist ein Wurmloch. Ein Portal, oder? Ja, eine Art Portal. Wenn du ganz genau durchschaust, dann siehst du Sachen. Was ist das? Ist das diese... Sind das Leute am Tanzen? Ja, ich sehe auch Leute am Tanzen und ganz viele Farben und Lichter. Warte, da ist so ein Plakat, da steht The Alive Festival. Ich glaube, da sollten wir hingehen. Ja, das wäre eine Chance für uns, diese Energie zu bündeln. Da kann man bestimmt solche guten Momente und zwischenmenschliche Beziehungen und Erfahrungen sammeln. Mhm. Aber ich glaube, ich kann hier nicht weg. Ich muss auf die Mission und das Feuer aufpassen. Okay, dann gehe ich alleine. Okay, schaffst du das? Kommst du klar? Ich glaube, das schaffen wir. Machen wir es gemeinsam. Ja. Viel Erfolg. Dir auch. Pass auf dich auf, ja? Ja, mach ich. Okay, bis bald. Bis bald. Uff. Boah, ey. Erster Schritt geschafft. Ich glaube, wir machen uns ganz gut bis jetzt. Also die Leiste füllt sich langsam. Ich meine, wir machen mehr und mehr Kommentare. Aber ja, wir sollten weiter in Kontakt bleiben. Was könnte uns wieder lebendig fühlen lassen? Habt ihr Gedanken, Erfahrungen? Was denkt ihr über den Körper? Schreibt doch mal was. Irgendwie müssen wir das noch ein bisschen üben. Aber okay, ist das Portal? Ist das Portal? Kommt da? Oh, da ist jemand. Oh, hallo, hey. Hello. The Earth language. Hey. Hey, yeah. I'm here since a pretty while, so we speak like another thing here. Yeah. So who are you? My name is Dimitri, and I am from Expanded Media. Expanded Media. Yeah. So you made that experience. Exactly. Oh, that was really insane. Our group made this wonderful experience today. Crazy. Okay, so it's also live on the D-Book campus right now. Exactly. Actually, it's just finished, and we sadly had to tell some people to just go outside because we couldn't accommodate everyone into our experience. Everyone really wanted to feel alive today. Yes. Yeah, but they're gonna do it later with other experiences as well. That's crazy. I have really a lot of questions for that, so maybe I can just start with like what inspired you to explore the invisible energy in humans? Yeah, well, our festival is called Alive Festival, and when our group discussed of what made us feel alive, instead of going outside and thinking about events or some other things, nature or people, so something that comes from elsewhere, we decided to go and look inside the human body. And then after a while we thought that, okay, we wanted to have this idea and plant this idea into people's mind that every person is very beautiful inside, and it's not just the flesh and bones that we consist of, but also inside us there's like this deeper level of energies, and this is something that unites us all. Interesting. How did you like we was really wondering about like how did you design the scanning of the bodies? Like how you made that? Technology wise or ideally wise? I mean, we used technically wise the cameras, special cameras that can do that. That's crazy. It is crazy. This is what we do in our program and in this campus, in this wonderful place, I mean. Yeah, it's like a lot of possibilities here. It is. So we used the web cameras and Kinect cameras that can see, well, it's not, they don't really see inside you, but you have this feeling of the energy flowing around you, inside you, and then in the end, you kind of almost melt with the surroundings because everything is around us is energy, and you are energy, and I am too. And with this, our last layer, we try to show that you can move these energies with you. And yeah, what is important for you to address? A spiritual component or rather a scientific one? No, not a scientific one, that's for sure. We made it more spiritually. Yeah, maybe some people think we're like some kind of hippies now, but no. Scientific approach wouldn't work here, I think, and we think, and this definitely was one of the possibilities at the start, but then, thanks to also our coaches and our professors, we kind of moved beyond that. Interesting. So I have one last question for you, like a quick one. In all of the time, what did you make most feel alive?
Actually, I think I did it today during our experience when I saw so many different people enjoying this, and when I saw that so many people got what we wanted to show them and what we wanted to tell them. They got it, even though we didn't kind of told them directly that. Interesting. And also looking at the people dancing on the dance floor, the wonderful artist Matt 73 performing live music, Yeah. it was really, really glorious. Wow, that sounds really cool. Okay, thank you really much for that Thank you. question answering. I think the way out of the portal you find there. Yeah, I see it. Yeah. I'm gonna Okay, then return and feel alive. Was nice. Thank you so much. Thank Bye you. bye. Bye. Wow. Okay. Boah. Mir geht das gerade echt ein bisschen schnell. Also, ich brauche, glaube ich, erstmal eine ganze Pause von diesem Trubel. Ehrlich, also ich will auf dieses Festival. Ich meine, das klingt ja super, super spannend. Wir haben schon ein bisschen Energie gesammelt, wie ihr seht. Ich würde jetzt einfach mal probieren, das Archiv zu starten. Ich meine, das soll schon schief gehen, so ein bisschen. Nein. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, die Energie, oh, seht ihr das? Sie wird immer weniger. Dann lassen wir das wohl doch lieber sein. Naja. Ich glaube, wisst ihr was? Wir haben noch ein anderes Tape. Ich muss es nur ganz kurz suchen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es? Ah, hier ist es. Wunderschön. Wow, ganz schön wackelig hier heute. Wir spielen es auf jeden Fall einfach mal ab.
Das ist ja echt krass. Wow. Und wie fandet ihr das? Oh, ich weiß nicht. Also ich wäre echt gerne da draußen gerade. Vielleicht weiß ja Miriam irgendwie ein bisschen mehr. Hey Miriam, bist du da? Kannst du mich hören? Ja, ich Hallo? höre dich. Ich höre dich. Wie toll. Ja, ich bin hier im Hexadome. Hast Krass, du den Künstler was ist- gesehen, den ich dir geschickt habe auf dem Weg? Ja, der ist hier gerade vorbeigekommen. Das war echt eine coole Sache. Der hat echt viel zu erzählen gehabt. Das hättest du auch Perfekt. sehen müssen. Ja, sehr Aber toll. Was ist der Hexadom? Das Hexadome, das ist eigentlich wie so ein Zimmer mit verschiedenen Leinwänden. Ich glaube, es waren 6. Und krass. es sind so unterschiedliche Videos da mit ganz viel Musik und ganz vielen Leuten. Also es ist wirklich so eine super tolle Stimmung. Und es ist wirklich so... Ey, alles gut. Was ist los? Ah, ihr macht einen Livestream. Oh mein Gott, wie cool. Das ist ja cool. Cool, hallo. Hallo? Wir machen nämlich auch gerade so ein Video. Wie toll. Ja, cool. Und was macht ihr jetzt genau? Was habt ihr vor? Aber wir wollten uns hier einfach mal ein bisschen umschauen, was hier alles gibt. Also wir sind erst eben gekommen. Willst du mal den Livestream sehen? Übernehmen? Komm doch mal mit rein. Ja, das sieht ja so anders aus irgendwie. Ja, wir wollten den Livestream, also hier einfach mal alles zeigen und genau. Genau, alle hier. Stationen erleben einmal. Ja, perfekt. Und was habt ihr so gefunden? Was ist eure Lieblingsstation? Also da vorne war gerade Live-Musik. Das war richtig cool. Und jetzt arbeiten wir uns so, und da vorne auch beim Kino wurde ein Film gezeigt, das haben wir leider verpasst. Aber ist auf jeden Fall sehr schön hier. Ja, klar, also voll cool. Ich wusste nichts von dem Kino und Live-Musik. Ja. Techno vor allem, aber es ist so vielfältig und bunt. Das ist richtig toll. Ja. Also da macht man richtig gute Erinnerungen zusammen. Das finde ich super. Und wo geht's jetzt als nächstes hin? Ja, wir würden jetzt hier in die Richtung laufen, oder? Was gibt's da? Weißt du, was jetzt hier noch ist so? Also ich war jetzt vorhin beim Hexadome und es hat noch andere Stationen, aber ich schleiche mich auch noch ein bisschen hier rum. Okay. Also ich kann das gar nicht so genau noch sagen, aber Ja. ich würde es am besten so machen, dass ihr euch überraschen lässt. Und ja, Dann schauen wir uns mal weiter um, oder? ja, Genau. macht das. Wir schauen uns um. Ciao, cool. bis später vielleicht, ne? Viel Spaß euch. Danke. Verrückt. Richtig cool. Verrückt. Was es nicht alles gibt, oder? Also so dieses Instagram. Ich weiß ja auch nicht, was das sein soll. Ey, ihr habt ja auch richtig Bock, oder? Kommt, schreibt noch mal ein bisschen mehr Kommentare. Ey, warte mal. Ganz kurz. Da ist ja schon wieder irgendwie ein Portal. Oh, hi. Hello. Hi. Hello, this is Who are you? Kiana. Hey. This is Kiana from Group 3. You are like we watched this tape like it was called the Pause in the Rush. Yeah, a pause in the rush. Thanks for having me here. I'm so excited to explain about our project. That's really cool. Thank you for coming here. Like I have some different questions. We just watched it together with the live stream, and like my first question would be like, this open logs you saw. Like, what is the story behind that? Yeah, these open logs actually are a strong symbol that people use to eternal day love. As our project is about make people to feel alive, and our core idea and the concept was about human connection, and when people connect to each other, we feel most alive. So this sign is a very strong object in our story that we focused on, and people by closing them actually interact in. Sorry, I think I need to. Do you have internet connection inside here? How does that work? I don't know. I heard something. Okay, I was telling about that logs because we think that in the modern lifestyle, in a fast-paced lifestyle, in noise and the speed, people have lost their connection, and these logs are a sign of connection, and that object that people use to show their promise, actually a sign of promise that they give to each other to eternal their love. Wow. Yeah. Okay. And you say connection to the world. Like what does this interaction actually say about the connection to the world today? Actually, you need to be in that immersive experience, because you step
insight into the storyboard because we have two main characters as a sign of lovers in a world that want to connect to each other, and simultaneously we show all those distractions in the modern days that make people distracted and disconnected from each other. And there is a part in the story that these two lovers take apart and be separated, and each of them are locked in a separated screens. And as audiences see these two lovers turned into silhouette, isolated in different screens, because our setting is a circular hexadome where we have 6 screens. So still we have 4 screens that we show the logs, the open logs. People interact through their scanning the barcodes in the 4 screens, and they close the logs, and whenever they close the locks, they see that something grow inside the silhouettes, a splash of color. And as they close, they finish the act of the closing the locks, they see that these two silhouettes isolated in 2 screens turns into the line and reach together as 2 hands touching each other. Wow. And this is a symbolic ending that we think is emotional and strong, that we hope to make people feel and understand the meaning of connecting. So feel alive, right? Yeah, feel alive. That's interesting. Yeah. So, thank you really much for answering that question. Welcome. I think the time is over for the reality here. So I think I have to show you the way there. Yeah, thank you. So again thank you really much for being here. Thank you. It was a pleasure. Thank so you. good luck Bye. with working on your Thank projects you. in the future. So okay. So where are we right now? Ich bin ja jetzt wieder hier unter uns. Wunderbar. Okay. Wo wollen wir dann jetzt hin? Diese Instagrammer haben mich auch echt sehr interessant. Ich glaube, wisst ihr was? Ich habe neulich von diesem Phänomen gehört. Das nennt sich Doomscrolling. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal aus, weil da läuft jetzt auch gerade irgendwo richtig coole Musik. Und ich dachte, vielleicht hört ihr euch die einfach mal ein bisschen an und ich mache hier mal so ein kleines bisschen Päuschen, ne? Wir sehen uns.
Oh, und so sieht man sich schon wieder. Wisst ihr, hier im Lebensarchiv ist es manchmal ein bisschen langweilig. Ich habe eigentlich nicht so wirklich was zu tun, außer, hin und wieder mal so ein bisschen meine Pflänzchen zu gießen. Wie ihr seht, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber wie sagt man so schön, manchmal ist es halt auch Zeit loszulassen. Nun, nicht bei mir und nicht jetzt. Aber ihr wisst immer noch, das Festival läuft gerade. Und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann kommt doch mal vorbei. Wisst ihr, da erinnere ich mich gerade daran, wir hatten es ja mit diesen ganzen Kassetten. Und da ist neulich kam hier auch schon mal so ganz random irgendwie jemand vorbei. Und, wie war denn das nochmal? Ich erinnere mich. Now I have to switch to English again. Hey, hello, hi. Nice to meet you. Who are you? I'm good, how are you? So, you maybe have something to do with that experience what we're watching right now. Yeah, we actually did a lot of things. We put it up all of these things together to bring this experience to life. So yeah, we did a lot. Pretty nice. I really love like the moment where you're standing there and all of these lanterns going up and down. And how did you make that? We basically used some softwares like Touch Designer, and we used a lot of these things to edit all the videos together. But the concept, if you're asking about, is all about hope. It makes me also feel like really hopeful in the moment. I'm really interested in like the moment where you walk up this tower thing, and what are you doing then? Basically, you go up to the tower thinking that you're holding yourself with a lot of thoughts, that all the grief that you ever had in your life, and then you go up on the tower, you hold the stone, and you imagine that this is your grief and all the regrets that you had in your life, and then you just let go of the stone and feel free of the guilt. That's it. What was more important for you in that, like the emotion or the aesthetics? I think emotions are always first. It's always about how you feel. Yeah, like for me it feels like, like the tarot tower thing, like for me it stands a bit for destruction, like why did you turn this moment into hope, as you mentioned before? Because tower represents all of the experiences that you had in your life. So this is why this tower is really important in tarot cards as well. So that's how we relate to it. Experiences. Cool. I really like the idea of all of that and how you made that. What do you want when the visitors coming? What do you want to take away rationally or emotionally or spiritually? I would say courage to let go of the regrets and fear that they have. That's all you need to have, and then you see better life ahead if you let go of bad things and you look for better in future, Okay, cool. So I think I'm just more interested in one last question, on all of the work of the project, what did you make most feel alive? I think the thing that made me feel more alive was the experiences that I had with my teammates, the ups and lows of the project, and how we achieved something at the end out of it made me feel the most alive. Wow, thank you really much for the interview. Thank you so much for having me. Actually, I've bought a gift for you. A gift? Yeah. What kind of gift? I'm really curious about that. Okay, then see you. And what kind of gift it could be? Oh, there's someone coming. Hi, hello. Who are you? Nice to meet you. Hi. I guess hello. Hi. Oh, okay. You want to take a seat?
Not sure, but Not okay. sure. Okay. What do you have there with you? What's that? That's my life source. Life source? Yeah. Okay. What does it mean for you? It's a book about actually the human consciousness, which is tarot. Ah, oh, okay. Have you ever heard of tarot? I heard about, but maybe you can explain it again. Tarot is a word combined with rota for rotation of the cosmos and Torah, which is Hebrew for the law. So the law of the cosmos. Yeah. Interesting. So what you can do with that tarot now? I can do a lot. What I can do for you is I can give you answers about your consciousness. Oh, that would be really, really cool. Like, I have a lot of questions, so some more answers maybe would be great. Sometimes questions are the answers. Okay. So how do it? Just draw one card, or? I spread it out for you, and what you do is you just pick one card for now and open it. It doesn't matter if it's upside down or the right side. Okay, like just one random card. Yeah, whatever you want. I think this one laughs at me, and then I turn it like that. Yes, and you leave it. This is the way. Oh, that's a skeleton. I'm a bit scared now. That's death. Oh, Death cool. is a really interesting card because people have a lot of misconceptions about it. It doesn't mean the end. Death is not the end. It just means something ends and something new begins. You see the hands reaching up and the two faces. Maybe a mask of you will end and another mask will be put on. Oh, okay. Maybe you're hiding something, it will come to light and that will end something and you will achieve something new. It will set the seed for something bigger. Oh, wow, that's like it's a big thing, definitely. So Yeah. I'm not sure if I should be happy or not, but at least something is happening. It sometimes doesn't need the feeling right now. The feeling on understanding comes when the time is right. So Okay, can I like how can I? to open another card, Now I have to open another card, yes, and I just pick one random again. yes, just whatever feels right. Like this one. Wow, That's justice. Yes, Justice. That's also like it's an interesting combination, I guess. yes. It means the skeleton, if you notice, it's red. And red means empathy. And the spiritual consciousness of yourself and how you feel towards other people and yourself. You bury a mask and something new begins, and sometimes you try to balance the rationality you're feeling. Yes. So that's my cards, or not? Yes. And that you can see is maybe the balance you're having right now. You need to make a decision for a new beginning to start. Death isn't scary. Death is just a new beginning. And you can see that her crown is like blue for spiritual attachment and red for empathy. And it means you care a lot about creatures, you care a lot about your surroundings, and you like to surround yourself the things you can nurture. But it's hard to keep the balance between what you value and what is expected of you. And you will find the answer once you know what to let go of, so something new can begin. Wow, thank you really much. I think with that I can go better to the future and see what I will do now. So I have like the death, and I have like the justice, and
Yeah. Actually, it's a wild combination. So, yeah, I think. Thank you really much for the tarot reading. You're welcome. You owe me your soul now. Okay. So. Bye bye. Bye bye, I guess. Ciao. Okay. That's pretty interesting. I don't know really much. Ach, ich kann ja jetzt wieder auf Deutsch sprechen. Ich weiß ja nicht wirklich viel über so Tarotkarten, aber das ist cool. Boah, stimmt, ja. Krass. Ey, also dieses Instagram, ich kann einfach nicht mehr aufhören zu scrollen. Und außerdem, dieses Festival, die ganzen Videos, ey, das ist echt insane, was die da alles machen. Boah, und da sind die jetzt in so einer Tower XP. Was ist das? Was ist das? Krass. Was passiert da? Ist ja richtig krass. Ist ja richtig lecker. Ah, schön euch wieder zu sehen. Geht's jetzt weiter? Diesmal ohne Rempel, ne? Ja, definitiv. Ja, ab zur nächsten Experience dann. Ja. Was ist denn die nächste Experience für uns? Der Tower. Und wo geht's da lang? Wir müssen in die Richtung gehen. In die Richtung? Ja, und Abfahrt. Let's go. Ach so. Moment, ihr müsst doch zurückkommen. Ist die falsche Richtung. Geradeaus. Was denn? Ist die falsche Richtung? Maria, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Da? Okay. Ein Lolli mitnehmen? Kriegen wir einen Lolli? What is you wanted to go experience? Yes. Then you have to take it. Oh, okay. Thanks. Ja. Wir müssen irgendwie noch warten. Können wir reingehen? Dann, wir müssen einmal rein. They are entering broadcasting. Yes. Hello. Hi. Are you a broadcasting team? Yes. Oh my We are the God. broadcasting team. Hello, I'm Ezekiel. Hi. I'm So nice Gabriel. to meet you. I'm Maria. Oh, Hi. handshake. Hello. Hey. That's what humans do, right? Sometimes I get a lot of comments that I look human, but I'm not. What are you? Where I am? I'm here at the tower to guide you to face yourself. Oh. And I want you to pick a stone, your favorite stone, and hold on to it. I'm gonna show Tja, geil. Tja, Instagram ist halt auch nicht immer so zuverlässig, wa? Und deswegen sollte man halt immer noch mit Stift und Papier schreiben. Habe ich mal gehört. Ah, na guck mal. Da geht's ja. My stepsisters were super annoying. Das sieht ja Don't spannend tell them. aus. Ey, krass. Also, I hope they're not knowing about digital technology, so they don't hear me. And yes, Can you help me? of course. Thanks. Oh, I'm too stupid for is it. this But he technology? speaks. Yeah. I guess humans do speak. That's why I learned your language. But you know, the joke is the Gabriel here, he doesn't speak real good English. Yeah, a and little bit. it's a joke, like. Oh, so do you speak another language? Do you want me to speak digital to you? 1 Digital? 1 0 0 2 1 1. 001, 2. Okay, here you go. Thank you. You're welcome. I'm here to help humans. Unlike my sisters. Yeah. I shall guide you to the tower. Yes. You already know what Thank to do. you. See, he understands. Yeah, he gets a lot. He doesn't speak much, but he gets a lot. Welcome to the tower.
Thank you for trusting me. I could have also tossed you down. Oh, so we are actually right now standing Yes. in the middle of a tower. This is the tower to face yourself. And do you remember your stone? Are you holding on to Yes. it? Yes. I know. I can see it. It's stressful and very harsh with a lot of deadlines. Oh. Put the pressure on the stone. Everything which weighs you down. Everything which hurts towards your one line. Put it on the stone. And channel it. The stone is here to carry your weight. Aha. Ist lecker. I thought you ate the I'm stone. glad it tastes well to you. I want you to remember what makes you ache and sleepless at night. Put it on the stone. How beautiful. Oh no. Just like you are. You're the angel here. To face their fears up on the rooftop. Now, please let go of the stone and all the pain you Immersive carry. visuals and storytelling. They Let go of it and toss it from the tower. Oh, inner transformation. just like Ron. An interactive view allows users to explore the tarot tower. Es ist so schön hier. Ich finde es so toll. Man erlebt so ganz viele schöne Emotionen. Manche sind positiv und manche sind auch schon ein bisschen heavy. Ich finde auch das mit dem Tower finde ich sehr spannend, aber jetzt wo ich merke, wie lange ich schon hier bin, bekomme ich ein bisschen Angst um Daniel und das Archiv. Vielleicht Wow. Das Feuer brennt wieder. Naja, ich habe ja noch Instagram. Wisst ihr, ich hab in letzter Zeit echt ein bisschen Angst bekommen, weil seit ich dieses Teil hier bei mir im Archiv habe, bin ich eigentlich nur noch am Scrollen. Ich habe echt Angst und ich glaube, ich habe auch ein bisschen ein Problem. Ich glaube, ich google mal, was ich dagegen tun kann. Ey, warte mal, da ist ja schon wieder der Insta-Stream. Wo sind denn die jetzt angekommen? Das ist ja crazy. Was soll... Das ist ja auch ein Feuer. Wie schön. Wow. Das Feuer. Die Karten. Wow. Okay. Ich meine, ihr wisst, das ist ja so im Archiv. Wir sind irgendwie... Also wir versuchen die ganze Zeit so eine Verbindung herzustellen zwischen der Realität und unserem Archiv und irgendwie... Ja, ihr seht ja, wenn wir hier aus dem Archiv senden, dann ist die Verbindung halt leider nicht so stabil die ganze Zeit. Aber gar kein Problem. Ich glaube, also ich meine, was hatten wir denn noch so auf der Liste heute? Ich würde mal versuchen... Läuft ja wieder. Wie schön. Was haben sie denn da jetzt vor? Da gehen sie wieder raus. Oh. Da ist das Bild dann weg. Okay. Naja, gar nicht so schlimm. Im Endeffekt... Ich glaube, ich gehe jetzt meine Pflanzen gießen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Hi. Hi. Thanks. That will guide you through your journeys. You can take one spark with you to remind you of that. I hope you will find more sparks to feed your inner fire. And don't worry about the darkness. As you know, it's always darkest before dawn. Sorry. So, wir wurden einmal wieder rausgeschickt. Ich weiß nicht, hätten wir das jetzt nicht machen sollen oder so? Wir sollen warten, wurde uns gesagt. Ja. Wir warten kurz. Dann warten wir kurz. Ich hab das Ding nicht gerade. Hi. Hi.
Hi. Na, ich weiß das nicht. Ja. Hallo. Hi. Wir sollten einmal reingehen, also wegen Livestream. Also der Livestream ist ja jetzt eigentlich. Okay, das Ding ist, du kannst. Okay, jetzt ist es ja. Okay. Warte, kurz einen Moment. Lights you can take with you. Genau, wir. Okay. Hi, we are from broadcast. We just entered one experience. Yes. You have to read for it. Okay. Yeah, of course. Die haben gerade die Experience hier geändert und ich glaube, jetzt sind wir dran. You may have seen me collecting herbs outside, Ja. but my true essence resides here. People call me Vatra, Wir sollen aber den Lolli wegstellen. Ja, ja. the keeper of the bonfire. And for centuries this Jetzt haben wir einen angebissenen Lolli. served as a refuge for lost travelers from all over the world. Wir sollen gehen. Ah, look, the sun is setting. Aber wir sollen doch, was sollen wir denn jetzt machen? Wir sollten reingehen, weil wir vom Broadcast sind. Und das, also, wir sollen hier... Wisst ihr? Und genau deswegen vertraue ich immer noch auf analoge Technik. Da funktioniert wegen alles, wie man will. Tja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir hatten es versucht mit dem Instagram-Livestream, weil wir dachten so, okay, die Jugend von heute, die hört halt genau sowas. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da sollten wir einfach wieder auf die analoge Technik vertrauen. Wir haben noch ein paar Tapes im Petto. Und wisst ihr, apropos Tape, ich hatte neulich so einen Typen... Oh. Plötzlich läuft's wieder. Das ist ja krass. So, wir sollten uns einmal hinsetzen. Genau. Okay. Maria, komm, lass uns hinsetzen. Hörst du alles? Ja. Okay, sehr gut. Schau mal hier. Einmal lächeln. Hallo. Sehr gut. Genau, ich hoffe, das geht gleich los hier. Okay, wir sollen einmal rausgehen. Okay. Oh my god. Okay, mittlerweile ist auch echt alles egal. Ja, wisst ihr, mit den ganzen digitalen Kram kann ich auch nicht so viel anfangen, wie ich glaube ich schon mal erwähnt hatte. Deswegen, ich habe noch was Cooles für euch. Was ganz Analoges. Eine Kassette. Ach, wisst ihr, da erinnere ich mich gerade dran. Hier war neulich schon wieder so ein Typ, der hatte auch so eine Kassette dabei. Das war the Holy Bonfire oder irgendwie sowas. Das war echt cool. Wie war denn das nochmal? Ich erinnere mich immer. Wie war denn das? Oh, ich glaube das Portal. Oh, das Portal, da kommt jemand. Wer ist das denn? Hallo? Oh, hey. Hey, hello, who are you? Oh. Do you want to take a seat? How you came here? Who are you? Can you introduce yourself? Hello, my name is Anna and I came for you right from the Forest of Lost Travelers on the bonfire. Ah, you that from we have Bonfire right there. Experience. Yeah. Oh, that's insane. I really love that. That's nice. Oh, maybe you're ready to answer some questions for that. Well, we can try. Oh, cool. Like I the whole time asked like, how did you create this atmosphere of like strangers that suddenly open up? Well, first
all of the strangers, they give in the role. Now they're the lost travelers, and when you're the traveler in the forest, and then you finally see the fire that can keep you warm through the night, and that can keep you safe from the wild animals running around, and you finally see that the people that gathered around the bonfire with you, you can share something with them. They understand you, so... Yeah, sure. That's the idea of bringing people closer and being able to open up. Cool. But how did you came up with that idea? We started from the thinking, what makes you feel alive? And we asked a lot of people, and we did like some small interviews, and we just talked inside the team. And a lot of the time, the question that came up, the answers that came up was being with friends or being with family or finding some new connections and opening up and experience some unpleasantness, like having some adrenaline rush. And all of this combined, we just thought, oh yeah, that's like exactly how going somewhere on a hike and then be lost the track of time, and then the sun sets down and you're still somewhere in the middle of nowhere, and maybe you're soaked wet from the rain, and you feel really alive at this moment, actually. Maybe not the most pleasant way possible alive, but definitely alive. And then this moment when you finally change into the dry clothes and sit near the fire that warms you up, and just like, ah, yeah, that's life. I have it in my mind. I can see that really. Like, what was most important for you, like when you developing this experience? What was where you was looking mostly to? Mostly we tried to, catch this feeling of feeling relaxed finally. Finally, not just having some small chit chats, because when we're just like having small talks with people, we don't really feel that we're connecting with them, and we feel that we're just like playing some roles of like some successful person or some happy person or just being on the surface. And during the normal day, you don't have a lot of possibility to just be yourself. And we also thought that what makes people feel alive is just the possibility of being themselves. Yeah. So, yeah, with this experience, what we wanted to spark in the people, we wanted to spark this feeling of being themselves, feeling that they can just connect with each other, can relax a little bit, warmed up, and that's what we wanted to focus on. I see. Yeah, you talked about this fire and also like the lightnings, and I'm really interested like I remember this thunder cards. Like how did the idea of fireballs come about? Well, the fire, even the mystical fire, still needs to be fed, because nothing in this life came just out of nowhere. So if the fire protects the travelers, then the travelers need to do something for the fire. And they need to feed the fire with fire sparks, and in order to get the fire sparks, earn the fire sparks, they need to answer the questions. And with the thunder that you mentioned, it's the special type of question that is a bit more complicated to answer, and also it requires travelers to cooperate on this. It requires traveler to answer one question together, and while they're doing this, they are keeping the thunder away. Like answering the question, it goes around and keeping the thunder away, so they receive more fire sparks that then they can feed to the fire and let the fire grow. Ah, okay, I understand. That's pretty cool. So I think like clearly that was most of my questions. So I just have one last question more. I already asked some people today, like on all of that group work, all of that time, like what did you made feel most alive? I think the first time we see people going through this and looking at the fire, and also how it sparks back in their eyes, and then in this moment just like, oh yeah, like now I feel alive when I see this comes to life. Cool. Thank you really much. So I think that was everything from my side. Oh, thank you. So I hope you can find a way out of our archive again. Yeah, it's really cozy here. Yeah, I find a lot of books and stuff. So then, have a nice day. Bye bye. Wow, interesting.
Yeah, I think I learned a lot of new stuff here. That's with the bonfire. I didn't really expect that. That's much thought about. Nice. Oh, was eine krasse Erinnerung. Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie komisch, dass hier alle in der Realität scheinbar Englisch sprechen. Leute, wir müssen mehr Fortschritt machen. Jetzt gerade, ihr seht den Balken. Wir müssen jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Also spamt mal in die Kommentare, macht mal ein bisschen Lärm auf einer digitalen Ebene. Los, brauch ein bisschen. Warte, noch nicht hier. Ja, das sieht doch gut aus. Ein bisschen mehr und wir üben das später nochmal. Ich denke, wow. Was ich mich gerade frage ist, was geht eigentlich bei Miriam gerade? Ich bin mit meinen lieben Instagrammern wieder hier. Hallo. Ihr seid so meine Bezugspersonen geworden hier auf dieser Reise. Und wir haben 2 Streams gerade gleichzeitig. Das ist richtig krass. Das ist so Meta. verwirrend. Ja, voll. Und wie war bisher eure Experience? Voll krass. Also erst waren so richtig partymäßig und auf einmal waren wir dann in so einer Experience drin. Also es ist auf jeden Fall sehr wild, was hier alles so abgeht. Das wechselt sich dann mega ab wahrscheinlich. Dann Ja. habt ihr dann so Momente, wo ihr eher so in euch einkehrt und dann wieder so richtig Party macht, oder? Willst du dazu was sagen, Maria? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Experience mit The Tower wirklich etwas, worüber man wirklich sehr hart reflektieren kann, wie die Station betreut wurde und wie die aufgebaut ist, So ist liebevoll. wirklich liebevoll und traumhaft und du fühlst dich wirklich wie eine kleine Prinzessin, also ich habe mich wie eine kleine Prinzessin gefühlt, wie ein kleines Mädchen. Und in meiner Kindheit habe ich mir immer gewünscht, ich wäre die Rapunzel. Ja. Also, wie wir, glaube ich, alle. Nein, nicht alle, okay, aber sie ist schon krass. Sie ist schon eine krasse Prinzessin. Ja, voll. Und das war so schön. Und die zweite Station? Die zweite Station war auch richtig cool. Ja. Also ich meine, wie viel Arbeit sie sich hier gemacht haben mit dem Setdesign, also das ist schon beeindruckend, wie viel einfach auch Arbeit und Aufwand dahinter steckt, das alles hier zu designen und wirklich hier so viele Sets zu schaffen. Im Gang erkennt man das jetzt wahrscheinlich nicht so gut, weil das ist halt der Gang. Ja. Aber wenn man so in die Räume reingeht, geht man wirklich so in verschiedene Welten rein. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Darüber kann man gar nicht sprechen, also wie das das aufgebaut ist. Sorry, ich vergesse immer wieder, dass ich ein Mikro habe. Ja, das war wirklich unglaublich. Techno-Musik, wie sie läuft. Und die Deko, die Lichter und einfach die Synergieeffekte von dem Ganzen. Wie so in einem Fernsehstudio einfach eine Party aufbauen. Also das ist ist schon sehr besonders, was ihr euch da überlegt habt. Das hört sich nach sehr vielem an. Also irgendwie nach Nostalgie auch, dass du das gesagt hast mit der Prinzessin auf dem Turm. Ja. Genau. Nostalgie, aber irgendwie auch so trotzdem Sehnsucht nach Techno und nach neuen Sachen, die man nicht kennt, neuen Erfahrungen. Das ist doch eigentlich voll schön. Ja. Unglaublich. Also der Tag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das freut mich voll zu hören. Das ist ja perfekt. Auf so eine Party geht man auch nicht alle Tage auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ja, das ist wirklich super cool. Also ich wünschte, ihr würdet das alle sehen und Daniel vor allem auch. Daniel, wir vermissen dich. Daniel. Oh. Grüße. Gut. Dann vielen lieben Dank für eure Zeit und eure Erfahrungen. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, das zu wissen. Und auch euch. Links auch noch mal einen Livestream. Das war richtig cool. Dass sehr ihr schön. wirklich zugeschaut habt. Ja. Und schaut gerne auch auf YouTube, oder? Ja, und viel Spaß. Schönen Abend euch und danke vielmals. Danke dir. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Wow, es passiert so viel. Ich glaube, ihr habt schon echt großartige Arbeit geleistet. Und schaut mal, wie voll die Energie schon ist. Und das Feuer brennt sogar wieder. Da wird mir glatt schon richtig heiß. Boah, also wir haben ja schon mittlerweile echt einiges gesammelt. Kommentare sind super lebendig. Sag mal, Miriam, hörst du mich, Miriam? Hallo, siehst du mich? Ja, ich kann dich sehen und hören. Wunderbar. Ey, weißt du was? Wir haben schon so viel Energie gesammelt. Das freut mich. Also hat das gebracht? Ja, natürlich. Also das Feuer brennt wieder und
Die Leute sind so lebendig dabei. Das ist richtig schön. Aber irgendwas fehlt noch. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie nicht alle Kassetten gesammelt oder so. Es fehlt noch dieses eine Stück, um das so alles zusammenzubringen. Weißt du vielleicht... Was ist das? Was ist was? Da ist noch ein Wurmloch. Ein Aber es ist Portal? schwarz, ich sehe nichts. Oh, sei vorsichtig, sonst kommst du nicht wieder zurück. Miriam, Wer bist du? die Frage ist, wer bist du? Du bist alles, aber auch nichts. Du bist Teil des Universums und das Universum ist Teil von dir. Wir werden alle am selben Punkt sein, unabhängig von Ort und Zeit. Aber wir sind alle unterschiedlich. Du hast recht. Wir denken, wir wissen so viel, aber wir lernen stetig weiter. Du bist nicht allein. Schön warm, ey. Das ist toll. Boah, ich frag mich, was Miriam gerade macht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber ich glaub, die schafft das schon. Also, keine Sorge. Was wir bei Begegnungen gerade hatten. Ich hatte auch neulich so eine. Da ging es auch wieder um so eine Kassette. Ich weiß nicht, das war hier auch, da kam wieder, es kommen die ganze Zeit die komischen Leute rein und raus. Es ist echt ein Wunder, dass ich hier nicht rauskomme. Mann. Aber das schaffen wir am Ende auch noch. Wie war denn das nochmal? Und irgendwie dieses ganze Thema mit den Karten und der Wiedergeburt, das hat mich schon irgendwie zum Nachdenken angeregt. Oh, Moment, das Portal geht wieder los. Oh, was ist? Oh, da kommt schon wieder jemand. Hey, I think I have to switch to English again. Hi, hello. Hi. Nice to meet you. Do you want to take a seat? Yeah, sure. Cool. Can you maybe tell the audience who are you? Can you introduce yourself? I am the soul guiding spirit from the Think You're Like a Stars experience. My name is Burak. I'm also one of the artists in the experience. Yeah. Cool. Like we already saw this experience, what you made, and yeah, I have so many questions about how we made that. It's really cool. First I want to know I have this question maker. Yeah. How did you come up with the idea of linking birth to a shooting star? Actually, we started with the idea of how lucky we are to even be alive, because our starting point was we are so lucky because statistically it's 1 in 4 billion chance that you are the person you are. And we thought what comes into play in this number, and we thought even the universe being created is part of the sequence of events that leads to an individual person. So we said, yeah, let's go back to the original beginning, and why not go back to the stars where everything started. Okay, interesting. What was the moment in this creative process that felt like the Big Bang? I would say at first we were not super sure, because maths and arts cannot mix super well usually. But when we started to think about the point of origin, what made me me, how did I become me, we started from where we are as a person, and then we just started going back, and when we reached the point of the individual is lost, but yeah, there is a beginning. The Big Bang was the biggest inspiration we had, because even though it's a very far away event, all of us individually have our Big Bang moments in our life, and we wanted to connect it with luck
specifically because those moments do come to you by chance as well. And that was like the main point of like for us. I see. Okay. What does it make for you, like the title "Thank You Lucky Stars"? What does it make for you, like personally? Personally, it's a lot like we have so much to be grateful, especially being here to like create something for other people. Was like all of us were very happy that like we get to partake in a festival like this, creating something for the others. And for me, like Thank You Lucky Stars means like everything that has happened in your life and even before that created like where you are today. So thank all those lucky stars for like forming, exploding, being there. And like when you look up, even like any night when you look up, you can be like, yeah, I'm here for a reason. So it's like really a reminder of gratitude. Interesting. Okay, thank you. I think I have one last question for you. Like, on all of that work and experience you had for that project, like, what did make you feel most alive? What made me feel most alive was that I am the main and the only actor in the experience. Yes. And we did not actually plan this originally. It was kind of a last-minute ad, but like having to do this, like it felt really good to like, okay, I have to interact with people. So like, it also became a bit more personal for me. So it really, when I'm like trying to convince people to feel alive, it makes me feel a bit better about myself, I can say. So like I truly feel like I feel alive when I'm trying to speak to those people and convince them to also enjoy the experience. Interesting. Thank you really much. Thank you so much. You find the way like to the portal that you came from, just like 2 stairs down, and then you will find the way back. Nice Thank you much. Bye bye. Bye bye. So that was interesting, but I'm still wondering. Ich frage mich schon, wo Miriam jetzt eigentlich gerade unterwegs ist. Das ist irgendwie spannend. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Heiß. Ja, also frage ich mich wirklich, wo ist Miriam eigentlich? Naja, ich hoffe, sie ist okay. Ich meine, Daniel? Miriam? Miriam, bist du da? Ja, ich bin wieder zurück. Miriam! Oh mein Gott, alles gut bei dir? Ach, wie schön. Du glaubst mir nicht, was ich alles da gesehen habe. Nein, was denn? Ganz, ganz viel. Viele Leute, viel Musik. Es roch auch gut nach Essen. Oh, echt? Da hat es alles. Auf Nur dem gute Laune. Dieburg Campus Live Festival. Ich hoffe, dass du es auch sehen kannst. Ich hoffe auch. Wisst ihr, wenn wir unsere Mission gleich beendet haben, dann können wir alle diesen Raum verlassen. Also bitte, bitte helft uns. Apropos Mission. Mission. Du hast sie. Die letzte Kassette. Oh mein Gott. Ich habe sie bekommen. Das ist wunderbar. Wollen wir sie abspielen? Bitteschön. Letzte Aufnahme. Ey, das wird die Antwort auf alles geben. Play. Welcome, lost souls of the universe, to this experience, where you'll get to see the beginning of your journey as well as the universe. Every person has a wish from life, and in this journey, you'll get to fulfill it, hopefully, at least a little bit. So get ready for the countdown and jump into the vortex.
Now you have the chance by raising your right hand and you can gather the blessings of the stars. With these blessings you'll be filled up with luck so that you can fulfill your wishes in your next life. Lost souls. Congratulations on being reborn and joining us on this journey. We hope you can use this luck to fulfill your wishes. Wow. Krass. Das war erleuchtend auf jeden Fall. Mega. Auch mit dem Reborn-Aspekt. Spürst du die Energie? Ich glaube, die Energie kommt wieder zurück. Ich würde auch sagen. Ich glaube, wir haben es. Guck mal, die Leiste. Sie wird voll. Oh. Wird voll. Okay. Komplett. Krass. Wollen wir es probieren? Das Archiv starten? Wir müssen zuerst mal gucken, ob wir genügend Energie haben. Haben wir? Ja, drück mal auf den Knopf. Probieren wir. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich durfte vorhin noch nicht. Aber jetzt werde ich es machen. Okay. Bist du bereit? Ja. Leute, seid ihr bereit? Da auf YouTube für das große Finale? 3, 2, 1. Los! Okay. Das ist der Routing-Prozess. Wir haben genug Energie. Und jetzt machen wir das mit dem Reboot. Okay, wir müssen das jetzt reinprogrammieren. Genau. Also der Start ist immer ein bisschen kompliziert, aber wir werden das hinkriegen. Okay, ich habe die Tastatur bereit. Okay. Alright. Bist du bereit? Starting-Prozess? Okay, Leute, jetzt brauchen wir eure Hilfe. Wir brauchen ganz viel Energie. Das heißt, spammt voll die Kommentare. Füllt unsere Energieleiste so gut ihr könnt. Spammt. Wir haben 90 Sekunden für diesen Startungsprozess und wir müssen jetzt loslegen. Wir schaffen das nur durch Warte mal ganz kurz. FNQ. Ha, da ist es. Let's go. Go. Wir müssen jetzt den Starting-Prozess. Wow. Das ist richtig cool. Oh mein Gott, wir schaffen das. Leute, ihr müsst uns helfen. Spammt in die Kommentare. Füllt die Leiste auf. Oh mein Gott, Leute, wir schaffen das nicht ohne euch. Wir brauchen eure Hilfe. Das ist ja richtig cool. Leute, Spam. Spammt richtig voll. Wir starten das Archiv. Wir starten das jetzt heute. Und dann sind wir frei. Los, es läuft so kann Spaß. ich schießen. Ich kann auch nicht schießen. Oh mein Gott, wir schaffen das. Let's go. Da ein bisschen noch. Alright, Sie werden immer mehr, Leute. Wir brauchen eure... Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ja. Wie cool. Nein, wir haben ja! Oh mein Gott, Miriam, wir sind frei. Endlich. Wie cool. Ja. Oh, wie schön. Das war eine super Zusammenarbeit. Das haben wir richtig gut geschafft. Boah, bin ich fertig. Was für 1,5 Stunden.
Was ein Chaos. Aber wie cool. Wir sind endlich frei. Das Archiv hat sich vollständig hochgefahren. Und damit, guck mal, da ist ja kein Portal mehr. Das ist jetzt einfach eine Tür. Das ist ja super. Also, wollen wir aufs Festival? Ich würde schon sagen, oder? Aufs Festival. Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr habt jetzt auf YouTube ganz viel mitgeholfen. Aber der letzte Schritt, um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist Alkohol trinken auf einem Festival. Also kommt vorbei nach Dieburg, Mediencampus, Hochschule Süd. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ja, let's go! Yippie! Los geht's! Bier! وين نحو السلام يا رسالتي وين نحو السلام يا رسالتي وين نحو السلام يا زلي I dream of rain, yeah. I dream of God and His desert sea. I wake and win, yeah. I dream of love. I dream of rain, yeah. I dream of God and His desert sea. I wake and win, yeah. I dream of love as time runs through my head. I dream of fire, just dream the time of a house never let time. All I need.